Wenn ich erzähle, dass ich den Jakobsweg in Deutschland gelaufen bin, höre ich immer wieder: Echt? Ich dachte, den Jakobsweg gibt es nur in Spanien? Tatsächlich gibt es in Deutschland viele Jakobswege und man kann hier auch pilgern. In diesem Video zeige ich dir 7 Unterschiede zwischen dem Pilgern in Spanien, speziell dem Camino Frances, und den Jakobswegen in Deutschland. Erster Unterschied: Wege in Spanien und in Deutschland. Auf dieser Karte aus der Camino Love App siehst du die Jakobswege in Spanien. Im Vergleich dazu werfen wir einen Blick auf die Wege in Deutschland. Was fällt auf? In Deutschland gibt es mehr Pilgerrouten, über 30. Das heißt, Deutschland schlägt Spanien, was die Anzahl der Pilgerwege angeht. In Spanien, speziell auf dem Camino Frances, ist die Infrastruktur für Pilger aber viel besser ausgebaut. In Deutschland ist sie wegen der Vielzahl der Wege und den vergleichsweise geringen Pilgerzahlen nicht so gut ausgebaut. Das führt uns direkt zu dem wichtigen zweiten Unterschied zwischen dem Pilgern in Spanien und dem Pilgern in Deutschland. Zweiter Unterschied: Unterkünfte. Auf dem Camino Frances findest du relativ einfach eine Pilgerherberge oder eine Pension etc. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass du vorausplanst oder vorreservierst. Apps wie die Camino Ninja App helfen dir hier bei der Suche. Die Camino Ninja App habe ich bereits in meinem Video oben beschrieben. In Deutschland dagegen sind Pilgerherbergen eher rar, was es leider erforderlich macht, mindestens 3 bis 4 Tage voraus zu buchen. Hier musst du auch in Pensionen oder Hotels absteigen. In meinem Video Pilgern in Deutschland Unterkünfte, siehe Link oben, gebe ich dir Tipps, wie du trotzdem eine Unterkunft findest. Deshalb möchte ich hier nicht weiter auf dieses Thema eingehen. Lass mich dir nun den dritten Unterschied zwischen den Pilgern in Spanien und in Deutschland zeigen. Dritter Unterschied: Wie finde ich mich zurecht? Navigation. Auf dem Camino Frances ist es fast unmöglich, sich zu verlaufen. Du findest überall Wegweiser oder gelbe Pfeile. Zur Not helfen dir Apps wie die Camino Ninja App oder die Mappi.cz App, dich zurechtzufinden. In Deutschland gibt es keine gelben Pfeile. Du findest zwar Wegweiser, diese liegen aber oft ein Stück auseinander, sodass du dich an Kreuzungen oft fragst, wo es weitergeht. Ich verwende aus diesem Grund gerne die kostenlose App Mappi.cz, in die ich den GPS-Track der Route heruntergeladen habe. Auch diese App habe ich schon einmal in einem Video beschrieben, siehe Link oben. Die GPS-Tracks zu den Jakobswegen findest du auf der Webseite Camino Europe oder Deutsche Jakobswege, die Hans-Jörg Barmüller immer auf dem aktuellsten Stand hält. Zu seiner und anderen Websites habe ich auch ein Video erstellt unter dem Namen Pilgern in Deutschland, interessante Websites. Siehe Link oben. Alternativ zu diesen Apps gibt es auch für die deutschen Jakobswege die gelben Outdoor-Führer oder die rote Wanderführer oder Wanderkarten in Papierform. Kommen wir nun zum vierten Unterschied zwischen den Pilgern in Spanien und den Pilgern in Deutschland. Vierter Unterschied: Wo bekomme ich etwas zu trinken? Ein großer Vorteil auf dem Camino Frances ist, dass es immer wieder öffentliche Brunnen etc. gibt, wo du deinen Wasservorrat auffüllen kannst. In Spanien wie in Deutschland empfiehlt es sich ja, mindestens 2 Liter Wasser mitzunehmen, je nach Temperatur sogar mehr. In Deutschland gibt es im Vergleich kaum Brunnen mit Trinkwasser. Der große Vorteil in Deutschland ist aber, dass du fast überall das Wasser aus dem Wasserhahn trinken kannst. Das bedeutet, dass du jeden Morgen in deiner Unterkunft deinen Wasservorrat kostenlos auffüllen kannst. Beim Schwitzen verlierst du Mineralien. Als Ausgleich empfehle ich ein alkoholfreies Weißbier bzw. Weizenbier als isotonischen Durstlöscher, gerne in einem schattigen Biergarten. Falls das nicht ausreicht, habe ich für alle Fälle Elektrolyte in Pulverform dabei, die man mit Wasser anmischen kann. Kommen wir nun zum fünften Unterschied zwischen dem Camino Frances und den Pilgern in Deutschland. Fünfter Unterschied: Wo finde ich etwas zu essen? Da du jeden Tag etliche Kilometer gehst,
verbrennt dein Körper jede Menge Energie. Das führt dazu, dass du so richtig Hunger bekommst und am Abend entsprechend erschöpft bist. Auch hier findest du auf dem Camino Frances leichter eine Bar, ein Café oder eine Einkaufsmöglichkeit. In Deutschland ist es oft in ländlichen Gegenden so, dass du weite Wege läufst, bevor du ein Wirtshaus oder ein Geschäft findest, wo du dich verpflegen kannst. Es kann durchaus sein, dass du auf 20 Kilometern Weg nur durch Orte mit Wohnhäusern kommst. Deshalb ist es in Deutschland wichtig, im Voraus zu wissen, wo du Supermärkte oder Einkehrmöglichkeiten findest. Das bedeutet wiederum, dass du deine Routen in dieser Hinsicht vorher planen musst. Eine gute Unterstützung liefert auch hier wieder die Mappy-App. Siehe Link oben. An dieser Stelle möchte ich auch eine Warnung aussprechen. Einträge in Reiseführern oder in Google Maps können veraltet und damit irreführend sein. Wenn du auf ein Wirtshaus in einer einsamen Gegend angewiesen bist, ruf besser dort vorher an oder schau mal auf die Homepage. Dieses Vorgehen hat mich selbst schon davor bewahrt, vor verschlossenen Türen zu stehen. Ein guter Tipp auf allen Wegen ist aber, wenn du immer einen Grundvorrat an Proviant dabei hast, damit du auch bei bösen Überraschungen nicht im wahrsten Sinne des Wortes verhungerst. Betrachten wir nun den 6. Unterschied zwischen dem Camino Frances und dem Pilgern in Deutschland. 6. Unterschied. Was kostet der Weg und welche Zahlungsmittel kann ich verwenden? Wegen der besseren Infrastruktur kosten dich Unterkunft und Essen in Spanien tendenziell weniger als in Deutschland. In Deutschland ist vor allem teuer, wenn du in Pensionen oder Hotels übernachten musst, die in der Regel keinen Rabatt für Pilger anbieten. Mein Tipp: Fragen kostet nichts. Bei den Zahlungsmitteln kann es in Deutschland, besonders im ländlichen Raum, öfter vorkommen, dass entweder nur Bargeld oder die sogenannten EC-Karten akzeptiert werden. Hast du eine Debit- oder Kreditkarte, solltest du dich informieren, wo diese akzeptiert werden. Tendenziell ist das eher in Hotels oder Supermärkten der Fall. Ein Tipp: Geld abheben kann man nicht nur an Geldautomaten, sondern auch bei Drogerie- und Supermärkten. Noch ein Tipp: Essen selber kaufen und selbst kochen ist deutlich billiger als Essen gehen. Da kommen wir nun zum 7. und letzten Unterschied zwischen dem Camino Frances und dem Pilgern in Deutschland. 7. Unterschied: andere Pilger. Auf dem Camino Frances triffst du zwangsläufig auf andere Pilger aus aller Herren Länder. Du kannst dich auf dem Weg mit anderen austauschen und oft eine schöne Zeit bei einem geselligen Zusammensein genießen. Negativ ist natürlich, wenn du mit anderen in einem Raum schläfst, die bei nachtschlafender Zeit Lärm machen, das Licht anmachen, Tüten rascheln etc. In Deutschland wirst du vermutlich eher allein unterwegs sein, wenn du nicht in einer Gruppe pilgerst. Anderen Pilgern wirst du eher selten begegnen. Das macht das Pilgern in Deutschland auf der einen Seite meditativer. Du kannst dich besser mit dir selbst beschäftigen, die Natur genießen etc. Auf der anderen Seite bist du in Deutschland meist auf dich allein gestellt und musst dich dementsprechend auf mehr mögliche Eventualitäten vorbereiten. Fazit: Wir haben gesehen, dass das Pilgern in Deutschland sich teilweise recht deutlich vom Camino Frances unterscheidet. Der Vorteil besteht zum Beispiel gerade für Einsteiger in den Jakobsweg darin, dass man direkt vor der Haustür einen Weg findet, auf dem man das Pilgern mal ausprobieren kann. Für erfahrene Spanienpilger bieten die deutschen Wege eine willkommene Abwechslung. Gerade wenn du mal in Ruhe unterwegs sein möchtest, findest du zahlreiche wundervolle Wege. Auf meinem Kanal habe ich den Münchner Jakobsweg und den Fränkischen Jakobsweg in Videos festgehalten. Lass dich gerne von diesen Playlists inspirieren für deinen eigenen Camino in Deutschland.